Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Hier spricht Bela aus dem Schnitt. Heute gibt es leider kein Intro von Barbara, da ich aus Versehen die Dateien gelöscht habe. Dafür malen wir heute ein schönes Aquarell der Fraueninsel im Chiemsee. Dabei verwenden wir nur 3 Farben. Jetzt aber genug von mir. Euch viel Spaß beim Zuschauen und ich gebe weiter an Barbara. Für das heutige Bild brauche ich nur 3 Farben, Sienna gebrannt und Kobaltblau von Winsor Newton und etwas Titanweiß auch von Winsor Newton. Die Sprühflasche, einen Spachtel zum Ritzen der feinen Linien, einen Auswaschpinsel und 2 Rotmalerpinsel, einmal die Größe 8 und einmal die Größe 12. Ich arbeite auf Arschbüttenpapier 300 Gramm Graphin. Das Format ist etwas kleiner als DIN A4. Hier seht ihr die Skizze für das heutige Motiv und hier das Referenzfoto. Ich werde in diesem Film wieder nur mit 2 Farben arbeiten. Zu Kobaltblau und Sienna gebrannt von Winsor Newton kommt noch ganz wenig Titanweiß dazu. Bevor wir mit dem Malen beginnen, wollen wir uns einmal anschauen, wie viele Möglichkeiten und Farbnuancen uns unsere 2 Farben liefern. Ich beginne mit dem reinen Kobaltblau und habe hier eine relativ kühle Farbe. Das Sienna gebrannt mit seinem leuchtenden Orangeton deckt das Spektrum der warmen Farben ab. Wenn ich beide Farben ungefähr zu gleichen Teilen mische, erhalte ich ein relativ neutrales Grau. Im nächsten Schritt lasse ich in der Mischung das Kobaltblau überwiegen und erhalte ein kühleres, bläuliches Grau. Genauso geht es natürlich andersherum für ein warmes, freundliches Grau. Nun folgt noch eine wieder bräunlich dominierte Mischung mit mehr Pigment und weniger Wasser. Und anschließend die gleiche Mischung, aber kühl bläulich dominierend. Ganz zum Schluss probiere ich noch aus, wie dunkel ich beide Farben aufs Papier bringen kann, wenn ich in der Mischung sehr wenig Wasser verwende. So, dies ist unser recht beeindruckendes Spektrum, welches sich mit diesen 2 Farben ermischen lässt. Natürlich gibt es noch unendlich viele Zwischentöne. Vielleicht hast du Lust, noch einige andere Nuancen herauszufinden. Für einen schönen weichen Verlauf im Himmel feuchte ich das Blatt bis zur Horizontlinie erst einmal an. Ein Hauch Sienna gebrannt mit relativ trockenem Pinsel in die feuchte Fläche gesetzt, ergibt später eine schöne sonnige Wolke. Mit Kobaltblau arbeite ich leicht diagonal dagegen, um einen lockeren Himmel anzulegen. Das Pinselhaar, welches sich hier aus meinem Pinsel gelöst hat, lasse ich erst einmal auf dem Blatt. Später, wenn alles gut getrocknet ist, kann ich es leicht entfernen. Im letzten Film vor 2 Wochen habe ich ja auch eine Berglandschaft gemalt. Das Prinzip für die Berge bleibt nun das gleiche. Ich arbeite mit einem etwas dunkleren Tonwert relativ trocken in die feuchte Himmelsfläche hinein, um weiche Konturen zu erhalten. Hierbei muss der Zeitpunkt genau passen. Das Papier darf nicht zu nass sein, dann würden die Ränder unkontrolliert verlaufen und es sollte auch nicht zu trocken sein, denn dann würde ich keine weichen Ränder mehr bekommen. Diesen richtigen Zeitpunkt musst du einfach ausprobieren. Als Faustregel gilt, wenn der Glanz auf dem Papier sich beginnt zu verabschieden, dann ist der richtige Moment gekommen. Ich versuche, die Berge wieder im oberen Bereich dunkler zu halten als im unteren, damit die leicht dunstige Atmosphäre in dieser Landschaft gut herauskommt. Ich arbeite mit wechselnden Mischungen aus Sienna gebrannt und Kobaltblau. Das Blau sollte jedoch hier immer überwiegen. In die obere Kontur der Berge arbeite ich mit einem etwas dunkleren Farbauftrag hinein. Auch hier ist jetzt das Papier noch feucht, sodass ganz leichte und weiche Übergänge entstehen.
Vorsichtig ansprühen mit der Sprühflasche, so gibt es noch einmal eine nette, neblige Struktur auf die Fläche. Wir bewegen uns jetzt immer weiter in den Vordergrund und die Farben werden kräftiger und auch wärmer. Sienna gebrannt nimmt also immer mehr Raum in der Mischung ein. Ich setze möglichst unregelmäßige Formen für diese Berge und arbeite mit unterschiedlichem Pinseldruck. Es sollte hier immer eine lebendige und variable Fläche entstehen. Auch hier wird wieder ein wenig Nebel versprüht. Noch dunkler und wärmer setze ich mit vertikalen Strichen die kleinen Formen der Bäume und Büsche am Ufer des Chiemsees. Ich föhne diesen ganzen Bereich jetzt einmal, bevor ich den See male. Hier beginne ich mit einem Strich klarem Wasser und füge dann wässrig reines Kobaltblau hinzu. Der nächste Strich wärmt die Farbe mit Sienna gebrannt an und zum Schluss hin wird der Tonwert erhöht. Das heißt, ich mische beide Farben mit weniger Wasser. Jetzt könnte man gut eine Pause machen oder das Motiv gleich noch einmal beginnen, falls im Himmel oder in den Bergen etwas nicht geklappt hat. Nun male ich die dominierende Form der Fraueninsel mit dem Bildfokus, dem Turm des Klosters. Die Farbtemperatur für das Laub der Bäume soll natürlich jetzt warm sein. Das heißt, ich werde mehr Sienna gebrannt als Blau in der Mischung haben. Die stärksten Kontraste im Bild möchte ich in der Nähe des Kirchturms erhalten. Ich werde ihn also teilweise weiß aussparen und das Dach ziemlich dunkel gegen den hellen Himmel setzen. Bevor ich die nächste Farbschicht jetzt aufbringe, sollte das Blatt wirklich sehr trocken sein. Zur Sicherheit lieber noch einmal föhnen. Mit lockeren Pinselbewegungen, nicht so genau, male ich jetzt die Bäume. Hier ist ziemlich viel Braun in der Mischung. Im unteren Bereich werde ich noch etwas Blau dazusetzen. Viel Wasser ist hier wichtig, damit ganz abstrakte, lockere Formen entstehen und die Bäume sich quasi selbst malen. Für die Wiese im unteren Bereich ziehe ich ein wenig Wasser aus der noch feuchten, dunklen Farbe und schließe mit einem Strich kräftiger Farbe als Uferkante ab. Ein paar Ritze mit dem Fingernagel können jetzt hier Bäume und große Äste andeuten. Wenn dieser Farbauftrag trocken ist, kann es mit dem Turm des Klosters auf der Fraueninsel weitergehen. Ich male mit einem recht dunklen Farbton und viel Blau in der Mischung die linke schattige Seite des Turms und löse sie nach rechts hin mit klarem Wasser an, um einen weichen Übergang zu bekommen.
Das Dach male ich auch mit einem leicht bläulichen Ton und den kleinen zweiten Turm setze ich relativ dunkel oben drauf. Ein paar angedeutete Fenster mit der Pinselspitze und ein kleiner Schatten machen das kleine Kirchlein komplett. Für die Spiegelung mische ich mir eine relativ wässrige Farbpfütze, überwiegend mit Kobaltblau. Mit lockeren Strichen male ich die Spiegelung als geschlossene Form und gebe für die Bäume noch etwas Sienna gebrannt hinein. Für die helle Seite der Kirche hole ich wieder etwas Farbe heraus und auch ein paar glatte Wellenbewegungen hebe ich waagerecht mit dem Kunststoffpinsel ab. Mit meinem Titanweiß aus der Tube kann ich hier oben auf den Bergen noch etwas Schnee andeuten und vielleicht auch noch einen kleinen Glanz auf die sonnenbeschienene Seite des Kirchturms setzen. So, das war's mit dem heutigen Motiv. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen.